Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute machen wir wieder das schnelle Sonntagsrezept und zwar machen wir heute mal ein sehr eiweißreiches Gericht. Eine interessante Kombination aus Thunfisch, roten Linsen und Kichererbsen. Dazu gibt es eine leckere Curry-Kokosmilchsoße. Wie ich dieses Rezept heute zubereite, ja, das zeige ich euch jetzt. Und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für das heutige Rezept benötigen wir folgende Grundzutaten: 2 Dosen Thunfisch in eigenem Saft, ca. 100 bis 150 Gramm rote Linsen, eine große Dose Kichererbsen, eine Gemüsezwiebel, 2 Zehen Knoblauch und alle weiteren Zutaten, die ich verwende, mit Mengenangaben und das Rezept findet ihr wie immer auch in meiner Videobeschreibung. Die Zwiebel, die schneiden wir in ganz feine Streifen. Das geht am besten, indem ihr die Zwiebel halbiert, querlegt und einfach in dünne Streifen herunterschneidet. Den Knoblauch, den hacken wir in ganz feine Würfel. Dazu schneiden wir den Knoblauch erst längs ein, dann quer und dann hacken wir mit dem Messer so lange darüber, bis er fein genug ist. Nun erhitzen wir Öl in einer Pfanne auf mittlerer Stufe. Ich habe hier jetzt mal Rapsöl genommen. Ihr könnt aber auch jedes andere Öl verwenden. Wenn das Öl erhitzt ist, geben wir unsere Zwiebeln und den Knoblauch hinein, rühren das Ganze einmal gut durch und lassen es für ca. 3 Minuten schön anschwitzen und glasig dünsten. Wenn die Zwiebeln schön glasig sind, wird erst einmal gewürzt. Ich würze hier mit 2 Teelöffeln indischer Currymischung, einem Teelöffel Paprika edelsüß und ca. 2 Teelöffeln Kurkuma. Dann rühren wir das Ganze gut durch, damit die Gewürze sich gut mit den Zwiebeln und dem Knoblauch verteilen können und lassen das Ganze für 3 Minuten unter mehrmaligem Rühren schön braten. Danach geben wir dann unsere 2 Dosen Thunfisch dazu. Den Thunfisch habe ich vorher kurz abtropfen lassen. Er muss aber auch nicht komplett abtropfen, so ein bisschen Flüssigkeit ist nicht schlimm. Jetzt wird das Ganze richtig gut verrührt, damit der Thunfisch die Gewürze in der Pfanne auch richtig gut annehmen kann. Das Ganze nochmal so für ca. 2 Minuten unter Rühren mitbraten lassen. Nun geben wir ca. 300 Milliliter Gemüsebrühe dazu. Die Gemüsebrühe habe ich hier mit 2 Teelöffeln Instant angemischt. Ihr könnt natürlich, wenn ihr möchtet, auch frische Gemüsebrühe nehmen. Das Ganze jetzt noch einmal gut durchrühren. Jetzt kommen erstmal die roten Linsen dazu. Ich gebe eine Tasse hinzu. Das sind bei mir so ungefähr 125 bis 150 Gramm. Die roten Linsen, die habe ich vorher gut abgespült. Die werden jetzt in unser Gericht mit eingerührt. Jetzt machen wir erst einmal den Deckel drauf und lassen das Ganze für ca. 10 Minuten bei mittlerer Hitze schön vor sich hin köcheln. Nach 10 Minuten geben wir unsere Dose Kichererbsen dazu. Die Kichererbsen, die solltet ihr vorher richtig gut in einem Sieb unter fließend Wasser abspülen. Die Kichererbsen rühren wir jetzt schön in unser Gericht mit ein. Ich gebe jetzt noch frisch gehackten Koriander an das Gericht, weil ich finde, dass Koriander mit Kichererbsen und roten Linsen super harmoniert. Der ist allerdings nur optional, weil viele auch keinen Koriander mögen. Und wie ihr sehen könnt, ist die Flüssigkeit jetzt einmal komplett weg und es wird Zeit, wieder Flüssigkeit hinzuzufügen. Ich gebe jetzt an dieses Gericht 500 Milliliter Kokosmilch. Ich kaufe die immer im Tetrapack, weil ich sehr viel Kokosmilch verwende und das am praktischsten für mich ist. Das Ganze jetzt nochmal richtig gut durchrühren und nochmals aufkochen lassen. Und da wir ja noch keinerlei Salz an unserem Gericht haben, gebe ich Sojasauce dazu. Ich finde, Sojasauce passt hier hervorragend, weil es viele Geschmäcker in sich trägt.
So können wir auf die Zugabe von herkömmlichem Salz bei diesem Gericht verzichten. Jetzt kommt noch eine große Prise Zucker und nochmals Curry an das Gericht, denn ich verwende für diese Gerichte jetzt am liebsten das Curry Madras von Ankerkraut. Das gibt dem Gericht nochmal den richtigen Pep, denn dieses Currypulver hat eine gewisse Schärfe und zugleich eine leichte Süße. Es passt hervorragend hierzu. Jetzt alles nochmal richtig gut miteinander verrühren, damit sich alle Gewürze gut in dem Gericht verteilen können. Danach schmeckt ihr ab und würzt gegebenenfalls noch einmal nach. Das wiederholt ihr einfach so lange, bis euch euer Gericht richtig gut schmeckt. Zu diesem Rezept passen am besten Reis oder auch Nudeln. Und schon ist es soweit. Hier ist das tolle Ergebnis. Dieses Gericht dauert in der Zubereitungszeit zwischen 20 und 25 Minuten. So einfach und schnell geht gesundes, eiweißreiches Mittagessen. Ja, ich hoffe, mein schnelles Sonntagsrezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Tschüss!